Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute mal was ganz anderes, denn ich habe euch das hier mitgebracht. Ich nehme ja, wie ihr wisst, seit längerem immer mit der Insta-X5 auf, mit der 360 X5, so dass ihr alles schön in 360 Grad habt. Und ich hatte schon des Öfteren mitbekommen, dass der eine oder andere sich beschwert hätte, ey, ich kann dich so gut wie gar nicht verstehen. Oder wenn ich dich verstehe, dann ist der Rest so laut oder irgendwas anderes, dass es halt keinen Spaß macht, meine Videos sich anzuschauen. Von daher ein privater Kauf, ich wurde nicht bezahlt, um dem Abhilfe zu schaffen, sodass ihr noch besser meine Videos anschauen könnt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin und dieses Ding relativ frisch und relativ neu ist, lasst uns das doch einfach mal testen und schauen, ob das wirklich was bringt und für wen wäre das der ideale Use Case. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist halt nicht allgemein für jeden eventuell sinnvoll und von daher, wir machen unterschiedliche kleine Tests und gucken einfach mal, ja oder nein, oder reicht das, was hier einfach im Vorfeld schon drin ist. So, ich habe es natürlich schon ausgetestet. Ne? Bedeutet, ich bin hier schon ein bisschen rumgelaufen und habe dies und das gemacht und auch so ja, geguckt, wie es halt einfach funktioniert. Ne? Aber ich nehme euch jetzt erstmal mit und wir schauen, was ist hier eigentlich dran. Ne? Bedeutet, ich lege es jetzt hier hin, ganz sachte und wir öffnen es mal. Tada! Wie wir halt, ja, eine Anleitung oder sowas ähnliches. Ich meine, ne, ihr öffnet das und das kriegt ihr zu Gesicht. Ne? Bedeutet, das ist das, sieht jetzt nicht geil aus, ne? Aber ich muss einfach mal auf. Ne? So, zack, auf. Und das ist hier drin. Eine Anleitung, schön in Papierform. Ich glaube, das könnte man sich fast sparen. Aber eine Sache gibt es hier drin, die ich echt gut finde. Das zeige ich euch einfach nochmal ganz kurz, weil das hat mir so geholfen, die Farben zu verstehen. Und das verbirgt sich auf irgendeiner Seite. Man hat hier sowieso nicht so viele Sprachen. Okay, das war dann halt wirklich nur auf Englisch. Okay, nicht viel. So, und das ist nämlich diese Seite. Bedeutet, seht ihr es? Genau. Ne? Viel steht hier nicht drin, weil ich meine, der Rest ist fast selbstverständlich. Man muss da kaum irgendwie großartig was machen. Man verbindet das Gerät einfach mit der Kamera und schon kann es losgehen, wenn man möchte. Aber hier stehen so diese Funktionen drin, wie du wie aufzudrucken musst, um halt ja, keine Ahnung, ne, dieses Noise Cancelling zu aktivieren, die Kamera einzuschalten, die Kamera auszuschalten, etc. pp. Ne? Von daher merkt euch diese Seite, das ist das einzige Wichtige aus dieser Anleitung und der Rest ist halt irgendwie irrelevant. Das, was ihr jetzt übrigens hört, ist ohne Mikrofon, ohne irgendwas anderem. Ich habe hier halt wirklich nur die eingebauten Mikrofone der Kamera, die ich gerade nutze, weil ich glaube, hier ist es ruhig genug und irgendwie kaum ablenkend, dass man irgendwelche Störgeräusche hat. Von daher sollte das reichen. So, dann das nächste innerhalb der Box. Ich fange schon an, vorbei auszupacken. Ihr habt so ein schönes Case hier drin, bedeutet, alles, was hier drin ist, ist quasi das, was ihr gleich haben und sehen wollt. Und ich packe das jetzt einfach mal aus, sodass wir uns zusammen den Inhalt anschauen können. So, ich glaube, das ist Kunstleder. Fühlt sich zumindest an wie Kunstleder, fühlt sich ganz geschmeidig an. Und das Coole eins vorab ist, ich meine, ich habe ja noch so ein, von meiner damaligen Zeit, wo ich YouTube-Videos gemacht habe, noch so ein Mikroset und das ist halt 5-mal so groß mit so einer Tasche, wo du ganz viel Zubehör hast und das jedes Mal mitzuschleppen ist schon echt nervig und wenn ich jetzt weiß, ich fahre raus und habe nur noch dieses hier, dann ist das schon mal echt nice, weil Gepäck ist doof, hat keiner Lust drauf und hiermit ist es ziemlich easy. Ne? Das kriegt ja jeder überall rein. So, ich mach's mal auf und dann werden wir gleich sehen, wie eine Muschel öffnet sich das Ganze und ich habe hier 2 Seiten, also 2 Fächer. Einmal hier vorne, und das ist Zubehör, sage ich. Also gut, auf der anderen Seite hat man auch Zubehör. Ich zeige euch das mal. Das bedeutet, in der Mitte ist quasi mit Velour, fühlt sich das schon fast an, hat so eine Mittelebene, die könnt ihr hochklappen und auf der anderen Seite findet ihr halt so ein paar interessante Dinge. Unter anderem, das ist das Mikrofon, wo ich jetzt mit dem Finger drauf poppe. Das ist hier so eine Magnetclip, das bedeutet, das könnt ihr hier am Kragen oder so festmachen und dann das Mikrofon da dran installieren. Und das ist halt für so eine kleine Kette, die man halt magnetisch mit dem Mikrofon verbinden kann, das zeige ich euch gleich. Aber bevor wir das auspacken, umklappen, schauen wir uns das hier nochmal an. So, wir haben hier einmal ein USB-Ladekabel. Ne? Bedeutet, hier, das finde ich ein bisschen schade, das ist noch ein relativ alter Anschluss, finde ich echt doof, da hätte man schon irgendwie was Besseres machen können. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt die Einheit oder quasi das Gegenstück zum Mikrofon, wo man das halt einfach draufknipst, das ist magnetisch, rastet das halt ein und schon, sobald das natürlich angeschlossen ist, lädt dieses Ding und das zeigt euch per Farbe, per LED natürlich auch an, ist er aufgeladen oder halt eben nicht. Ähm, Dann, wie gerade eben schon kurz angesprochen, dieser Magnetclip, den man als Kette nutzen kann, das könnt ihr euch dann einfach umhängen. Warte, ich mach's mal kurz. So, zack, einmal auf.
Hier ist die ganze Magie. Ich habe dann noch quasi für die Größe, um das auch ein bisschen zu verstellen. Da mal hier so drüber machen. Na, bei mir ein bisschen schön mit dem Dutt. Und dann habt ihr das halt hier so, wo ihr dann halt das Mikrofon magnetisch dran pinnen könnt. Was haben wir hier noch drin? Genau, einmal so ein Windblocker, ne, der ist hier mit so einem Gummirahmen, das ist ganz cool gemacht. Also klar, hier sollte man das Mikrofon ausrichten und hier drumherum, das ist halt wie so eine Gummimanschette, das könnt ihr dann über das Mikrofon legen und schon habt ihr halt so ein Windshield, was sich richtig, richtig schön anfühlt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese alten Mähapparate zum Rasieren. Da kann man quasi sich selbst Schaum anmischen mit so einer, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Also andere Seite. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Stück des Zubehörs. Das ist dieser Magnetpin, wo man das Mikrofon dann hier vorne auch befestigen kann. Und dann hat man dann die Möglichkeit, das dann einfach so zack, fest, das mache ich ab. Und dann könnte man das Mikrofon da dran pinnen und gut ist. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, das tatsächliche Mikrofon. Ihr seht, es ist winzig. Es ist richtig, richtig winzig und es ist richtig, richtig klein. Ich drehe das mal so ein bisschen, dass ihr das von jeder Seite sehen könnt. Also es ist halt echt nicht riesig. Ne? Also da habe ich ja Schiss, das eher zu verlieren als sonst irgendetwas. So, wenn ihr das habt, dann könnt ihr einfach dieses Ding hier nehmen und schon ist es da. Ne? Ich habe es gerade ploppen hören und dann gucke ich halt einfach, ne, dass das Mikrofon, das ist hier vorne, man sieht das ja quasi so ausschraffiert, dass es halt Richtung Sprachapparat ist. Bedeutet einmal drehen, 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 hier rein. Und das wäre es eigentlich. Ne? Bedeutet, mehr Zubehör haben wir nicht. Und damit habe ich euch schon in Gänze so gut wie alles erklärt. Und dann können wir auch relativ zügig zu den Tests kommen. Genau. Das ist jetzt das eingebaute Mikrofon mit Noise Cancelling. Ich werde mich einfach mal ein bisschen im Garten hin und her bewegen. Aufgehen, abgehen. Ihr hört ja hier schon ganz viele Geräusche von den lieben, lieben Vögeln, die wir haben, die mich am Morgen so herrlich begrüßen. Und dann gucken wir gleich mal, wie das Ganze klingt, wenn ich das Noise Cancelling ausschalte. Dann nehme ich euch einfach mal mit und dann können wir hier eine Runde gehen und schauen einfach, wie das klingt. Ihr hört mich ja die ganze Zeit sprechen, jetzt mit aktiviertem Noise Cancelling, gerade eben leider ohne, aber jetzt mit. Ne? Bedeutet nicht verwirren lassen, ich werde das Text dann nachher nochmal aufschreiben. Die Vögel sind immer noch da. So klingt die Kamera einfach über das Mikrofon, über die Insta, über das kleine Ding, was wir angeschlossen haben. So, jetzt hatten wir den Test mit Noise Cancelling, jetzt hatten wir den Test ohne Noise Cancelling. Alles aus der Nahaufnahme, aus der Nachperspektive. Ihr seht mich richtig, richtig groß natürlich. Und jetzt hört ihr mich über die eingebaute Kamera. Ich laufe wieder die gleiche Strecke unterm Bäumchen entlang oder irgendwo anders entlang. Einfach auf und ab so ein bisschen, dass wir mal gucken können, wie klingt das Ganze eigentlich mit dem eingebauten Mikrofon der Kamera. Ne? Also lohnt sich dieses Ding, ja oder nein? So, Test 1, 2, 3, das ist jetzt das eingebaute Mikrofon der X5. Test 1, 2, 3, Landstraße bei knapp 80, 90 und jetzt 100 km/h. So klingt es über die eingebauten Mikrofone. 1, 2, 3, Test 1, 2, 3, jetzt über das kleine Mikrofon hier vorne am Gurt befestigt. Richtig toll, dass man das so überall festmachen kann. Und das ist so klein. So hört ihr mich jetzt über das externe Mikrofon. Test 1, 2, 3 im Auto. Jetzt der Test mal ganz kurz mit offenem Fenster. Ich habe jetzt Noise Cancelling an und öffne das Fenster und habe das externe Mikrofon. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, so klingt das Ganze mit offenem Fahrerfenster und mit dem externen Mikro. So, wieder zu. Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3. Ich bin gespannt, wie ihr mich hören könnt. Test 1, 2, 3. Und ich schließe das Fenster wieder und dann gucken wir mal, wie das klingt, wa? Was? Jetzt nehme ich euch einfach mal mit auf die Schulter und wieder die gleiche Strecke. Ich werde einfach mal ein kleines bisschen ab und ab gehen. Wenn wir so ein bisschen so eine, wie nennt sich das? Person-Perspektive, genau, das ist auch möglich. Und naja, das ist jetzt, ich habe das Ding ausgefahren, ich habe hier so einen Kältestick, der ist 1,70 Meter lang und wir können mal gucken, wie das klingt über die Kamera, über die eingebauten Lautsprecher der Kamera. Wieder Kamera an, so das bedeutet, jetzt habt ihr wieder das Mikrofon, also dieses Mic Air
Und der erste Test wieder ohne Noise Cancelling bedeutet wieder die Third-Person-Ansicht. Und ich laufe einfach mal wieder auf und ab, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Test, Test. So klingt das Ganze. So. Und die Farbe hat sich geändert und jetzt laufe ich noch einmal auf und ab und jetzt hört ihr mich vielleicht anders, vielleicht auch gleich. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. So, wieder einmal Richtung Baum. Wir schauen, ob die Vögel wieder Hallo sagen oder Guten Morgen sagen. Und genau. Was ich richtig, richtig cool finde, ihr hört mich jetzt über das Mikrofon, also nicht mehr über die integrierten Kameras. Und was ich jetzt richtig, richtig gut finde, sobald ihr das, ich habe es ja schon eingerichtet, aber sobald ihr das einmal eingerichtet habt, müsst ihr euch eigentlich um nichts mehr sorgen. Bedeutet Kamera an, dieses Ding hier an und schon läuft es eigentlich komplett autark und verbindet sich automatisch. Ihr kriegt ja noch so ein kleines Signal, dass es funktioniert und ihr seht dann halt am Display der Kamera oben so ein Balken, wo man dann halt die Ausschläge des Mikrofons seht. Das bedeutet, ihr wisst auch, okay, alles klar, funktioniert das oder funktioniert das halt eben nicht. Jetzt rede ich ganz voll über die Kamera, habe jetzt natürlich alle Freiheiten der Welt, bedeutet, ich kann aufstehen, irgendwie irgendwo hingehen oder was weiß ich und ich räume das hier alles währenddessen erstmal ein. Aber weshalb zeige ich euch das? Ich wollte einmal, dass ihr den direkten Unterschied zur anderen Kamera hört, also quasi zu den in der Mikrofon eingebauten Kamera, Lautsprechern hört und auf einmal schon mal so ein Bild machen könnt, okay, wie klingt das Ganze halt, ne? Kommen wir zum Fazit, also mein persönliches Fazit. Ich habe es mir ja gekauft, also das Insta460 Mic Air, damit ich ja im Auto irgendwie, naja, ein bisschen besser zu verstehen bin, ne? Und Welten, Alter, es gibt, ganz ehrlich, es gibt definitiv bessere, ne? Aber ich denke mir, für 60 Euro, das habe ich dafür bezahlt, mache ich damit zumindest für den Anfang, ich bin ja kein Profi, definitiv erstmal nichts verkehrt, ne? Ihr könnt mich besser hören und die Vorteile, klar, wenn man das hat, liegen ja eigentlich auf der Hand. Du kannst dich halt einfach von der Kamera wegbewegen. Ne? Das bedeutet, du nimmst das Video auf und dann drehst du dich irgendwo hin, gehst eine Runde, keine Ahnung, wer auch immer, und du wirst halt trotzdem aufgenommen. Und ich glaube, vor allem hier so im Auto ist es auf jeden Fall eine Ecke besser, jetzt mit dem Mic irgendwie verbunden zu sein über Bluetooth und halt ja das Ding zu drehen, weil das halt einfach für euch angenehmer ist. Ich muss nicht so laut sprechen, man nimmt mich wesentlich besser wahr und ich glaube, für das Geld, so vor allem zum Testen oder zum Ausprobieren, macht man da definitiv nichts mit verkehrt. Was auch cool ist, was ich jetzt natürlich nicht gezeigt oder nicht gemacht habe, ist, du kannst da zum Beispiel auch während einer Radtour oder was weiß ich, einfach wesentlich besser mit dem Teil sprechen oder kommunizieren, weil da sind es dann halt schon doch ziemlich krasse Unterschiede. Ne? Ich meine, das eingebaute Mikro ist cool, das kann definitiv mehr als der Vorgänger und auch wenn du dann halt unterwegs bist mit dem Fahrrad, dann macht das auch Spaß damit oder irgendwie etwas, aber da kannst du halt knicken, solange du halt einen Selfie-Stick hast, dieses Ding ausgefahren hast, da brauchst du nichts sagen. Ne? Das ist dann eine reine Bildaufnahme ohne Ton, weil kannst du eh nicht verwenden. Ne? Aber mit dem Mikro ist es halt egal, was ich halt mache, sei es mit dem Selfie-Stick, sei es ich laufe irgendwo lang, sei es ich fahre mit dem Rad oder so oder halt hier im Auto. Ihr könnt mich auf jeden Fall verstehen und das für schmales Geld und das allerbeste, das hatte ich vorhin ja auch schon erwähnt, ist halt so diese Kompatibilität zu Insta. Ne? Das bedeutet, ich schalte einfach beide Geräte an, zack, die sind miteinander verbunden, ich muss mir da um nichts mehr Gedanken machen und das macht es halt ziemlich, ziemlich angenehm. Ne? Ich kriege da nochmal so ein kleines Hinweisbimmel, dass die Mikrofone jetzt verbunden sind und weiß, alles klar, ich kann jetzt hiermit alles steuern. Ne? Und von daher, kurz zum Fazit, länger muss ich es nicht ziehen, das Video ist sowieso schon lang genug geworden. Ich würde es immer wieder machen. Ich glaube, für mich so jetzt das einfach mal zu testen, da bin ich gespannt, wie so das Feedback sein wird aus der Community. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Mic findet. Denkt ihr, 60 Euro so eine Anschaffung, die man halt wirklich machen könnte für Testzwecke oder quasi für sich persönlich privat oder halt so ein bisschen für YouTube, oder meint ihr, nee, wenn schon, dann müssen es die großen Hersteller sein, damit es halt dementsprechend besser ist. Also, ich wünsche euch was und jetzt drücke ich auf den Knopf, weil das kann ich jetzt machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.